Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Ich habe euch heute wieder einmal eine quadratische Leinwand mitgebracht, die allerdings etwas kleiner ist als die Leinwand vom letzten Mal. Sie ist 60 x 60 cm groß und inzwischen bin ich mit meiner Hintergrundbemalung gestartet. Ich habe mir überlegt, dass ich gerne einen grünen Patina-Hintergrund erstellen möchte. Und das habe ich mit 4 Farben gemacht. Und zwar mit dem Hellblau, dem Türkisgrün, dem Saftgrün und dem Phthalo-Grün. Bevor ich dann mit meiner ersten Rakelschicht starte, ist es mir persönlich wichtig, dass die Hintergrundbemalung gut durchgetrocknet ist. Und das schaffe ich dann natürlich am besten mit dem Föhn, sodass ich diese mit dem Föhn einmal richtig gut durchtrockne. Dann starte ich mit meiner ersten Rakelschicht und heute mit der Besonderheit, dass ich nicht nur eine Farbe auf mein Rakelwerkzeug auftrage, sondern dass ich bei der ersten Farbschicht mit 2 Farben arbeite. Und wenn ihr genau hingesehen habt, dann habt ihr festgestellt, dass ich einmal den braunen Farbton außen aufgetragen habe und den Metallic-Farbton innen. Und beim zweiten Mal habe ich die beiden Streifen sozusagen genau umgekehrt aufgetragen. Und das spiegelt sich auch hier bei der ersten Farbschicht wieder. Als ich mit diesem Bild gestartet bin, hatte ich im Kopf meine Rost- und Patina-Serie fortzusetzen und letzten Endes ist auch etwas Ähnliches bei dem Bild herausgekommen, aber ich muss sagen, dass es zwischendrin auch ein Eigenleben entwickelt hat. Bei meiner Rost- und Patina-Serie gibt es also auch Momente, in denen ich Farbschichten, die wirklich gut aussehen, mit einem kleinen Rakel auch ein bisschen zerstöre, indem ich Linien dort hinein mache, indem ich die Farbschicht wieder abkratze und das Ganze so ein bisschen auf alt trimme. Vorteil dabei ist tatsächlich, dass die nachfolgenden Farbschichten etwas an diesen Vertiefungen bzw. den entstehenden Erhebungen hängen bleiben. Mit der nächsten Farbschicht, dem Titan Buff Hell, werde ich tatsächlich nur eine Farbe auftragen und es handelt sich dabei um eine deckende Farbe. Sie ist auch nicht so kalt wie das Titan Weiß, sondern hat einen cremigen Anteil. Und ich finde, dass das viel besser zu dem gebrannten Sienna und dem Bronzefarbton passt, als wenn ich jetzt das normale Weiß genommen hätte. In dieser Farbschicht kann man auch ganz genau sehen, was ich vorhin gemeint habe, als ich gesagt habe, dass die Farbe an den Kratzern und Erhebungen hängen bleibt. Im Grunde genommen werden die Kratzer jetzt noch eine Spur sichtbarer als auf der vorherigen Farbschicht. Jetzt probiere ich etwas aus, und zwar skribbel ich in der nassen Farbe. Und neulich gab es einen Kommentar, ob man nicht mit einem Bambusstab bzw. einer Bambusspitze in die Leinwand etwas ritzen könnte. Und ich habe gesagt, ja, das funktioniert, aber ich könnte mir vorstellen, dass es im Grunde genommen mit einem umgekehrten Pinsel auch funktionieren würde, weil ein Pinsel oft oben abgerundet ist und damit nicht so scharfe Linien macht, wie es wahrscheinlich eine Bambusspitze machen würde. Diese Anregung stammt tatsächlich aus einem Kommentar. Herzlichen Dank dafür.
Nachdem ich eher hellere Farbschichten aufgetragen habe, finde ich, dass es an der Zeit ist, dem Bild etwas Tiefe zu verleihen, indem ich eine dunklere Farbe auftrage. Und zwar handelt es sich dabei um das gebrannte Umbra, eine Farbe, die deckend aussieht, es aber nicht ist. Und es handelt sich dabei um eine transluzente Farbe. Im Grunde genommen haben wir damit das genaue Gegenteil einer deckenden Farbe. Sie lässt sich natürlich auftragen, aber dadurch, dass sie eben nicht deckend ist, lässt sie es zu, dass die anderen Farbschichten immer wieder durchscheinen. Das heißt, wenn ich mit dem gebrannten Umbra eine deckende Farbschicht haben möchte, werde ich verstärkt mit dem Pinsel einen Farbauftrag machen müssen, denn sonst werden die unteren Schichten immer durchscheinen. Es ist nicht das gleiche wie transparent, aber vielleicht kann man sich es am ehesten als transparente Farbe vorstellen. Der Vergleich hinkt etwas, aber ich glaube, ihr könnt schon sehen, was damit gemeint ist, wenn ihr euch jetzt gerade das Bild einmal betrachtet. Inzwischen bin ich wieder dazu übergegangen, mit meinem kleinen Rakel ein paar Kratzer in Form von Linien, die ich als Dreiergruppen auftrage, in die noch frische Farbschicht zu kratzen. Die Linien alleine reichen mir nicht aus, sodass ich jetzt mit meinem kleinen Metallrakel ein paar schmale Flächen hervorkratze und damit schiebe ich die nassen Farbschichten beiseite und kann deshalb bis auf die Hintergrundbemalung in meiner grünlichen Patina gucken. Für den nächsten Farbauftrag wechsle ich einmal mein Werkzeug. Und zwar verwende ich jetzt die Glättkelle, um das blaue Türkis auftragen zu können. Und ich finde den Kontrast, der zwischen dem Türkis und diesem Metallic-Brauntönen, die sich bereits auf der Leinwand befinden, an und für sich sehr gut. Und wenn man genau hinschaut, dann vermischen sich diese Farben auch zu einem ultimativen grünlichen Braun, was auch der Idee von Rost und Patina nochmal sehr nahe kommt. Bei dem Farbauftrag in Türkisblau handelt es sich im Grunde genommen um eine deckende Farbe, auch wenn das jetzt bei der letzten Bahn eher nicht so aussieht, aber da hatte ich keine frische Farbe auf die Glättkelle aufgetragen. Das sieht man jetzt in dieser neuen Bahn, wie das dann ist, wenn ich wirklich eine frische Farbe auftrage und nicht nur mit der noch auf der Glättkelle vorhandenen Farbe eine Bahn auftrage. Mir ist danach wichtig, noch einmal die Metallic-Farbe in den Vordergrund zu stellen. Und ich entscheide mich aber jetzt für das Kupfer. Ich habe im Hintergrund Bronze genommen. Das ist, wenn man von der Intensität sprechen würde, etwas blasser als der Kupferton. Dieser ist auch rötlicher. Und ich finde, dass das Kupfer zusammen mit dem Türkisblau einen sehr schönen Kontrast abgibt. Bei Bildern ist es ja auch immer so, dass man von Emotionen geleitet wird
Und im Grunde genommen wäre das Bild an der Stelle mit dem Kupfer fertig gewesen, aber ich war irgendwie nicht bereit, dieses Bild loszulassen. Und unter dieser Prämisse kann man jetzt unter Umständen sehen, was mit diesem Bild passiert. Ich greife zu dem Grün-Blau. Ich greife bewusst dazu, weil es sich um ein Blau mit einem grünlichen Anteil handelt. Das heißt, ich habe diese beiden Farbtöne dann in einer Farbe vereint, aber ich habe es natürlich bei dem Grün-Blau mit einer transluzenten Farbe zu tun. Diese transluzente Farbe verhindert in diesem Augenblick, dass der Kontrast hoch genug ist, und deshalb versuche ich zunächst mit dem Griff zum Türkisgrün diesen Kontrast wiederum zu erhöhen. Der Witz an dieser Sache ist im Grunde genommen, jetzt ist mir das Bild zu unruhig mit diesen ganzen unterschiedlichen Farbflächen. Und vorhin, nachdem ich mit dem Kupfer fertig war, war es mir zu glatt und strahlte zu viel Ruhe aus. Und ich versuche das jetzt, indem ich mit dem Titan Buff Hell eine Bahnrakel um Schlieren zu erzeugen, denn die Farbe ist relativ nass und es befindet sich sehr viel Farbe auf der Leinwand, sodass das sehr gut funktioniert. Aber auch diese Schlieren machen mich nicht glücklich. Also man kann im Grunde genommen sehen, wie nah beieinander beim Bildermalen Emotionen liegen, die dann abgerufen werden, während man das Bild malt oder nach einer gerakelten Bahn das Ergebnis betrachtet. Ich muss zugeben, dass ich, als ich weitergemacht habe, weil ich das Bild nicht so sein lassen wollte, wie es in dem Augenblick war, im Grunde genommen unzufriedener geworden bin. Und diese Unzufriedenheit, die wird sich gleich im Finale mit dem großen Rakelwerkzeug im Grunde genommen entladen, bevor ich dann dem Bild wieder etwas zurückgeben kann, worauf mir das Bild etwas zurückgibt. Das klingt vielleicht philosophisch, aber der eine oder andere, der malt, wird sich vielleicht schon einmal in einer ähnlichen Gefühlslage befunden haben während des Malens. Zu diesem Zeitpunkt bin ich mit dem Bild absolut nicht mehr einverstanden und ich behelfe mir, indem ich ein paar Farbschichten mit dem großen Rakelwerkzeug herunterkratze und ich spüre, wie es mir gut tut, die darunter liegenden Schichten teilweise hervorzukratzen. Ja, das Bild wird in dem Augenblick noch eine Spur unruhiger. Aber das ist im Grunde genommen die Vorbereitung zu etwas, wo ich sagen möchte, dass nach diesem Chaos
auf diesem Bild wieder etwas mehr Ruhe und Frieden einkehren wird. Denn jetzt verwende ich nochmal das grünliche Blau, bin mir völlig bewusst, dass ich jetzt einen großen Teil des Bildes, nahezu 2/3, in dieser Farbe rakeln werde. Und anschließend habe ich das Gefühl, dass ich dieses Chaos, was sich zum Schluss auf der Leinwand befunden hat, sozusagen mit dieser blauen, beruhigenden Farbe zudecke. Und ihr werdet nachher das Bild wieder an der Wand sehen und vielleicht hat der ein oder andere die gleiche Empfindung, die ich hatte, nachdem ich wusste, wie ich dieses Bild aufhängen werde. Jetzt zeige ich euch das fertige Bild einmal noch im nassen Zustand und gehe mit der Kamera relativ dicht heran. Und dann könnt ihr sehen, wie sich dieses Bild in 2 Bereiche teilt. Einmal den unteren grün-blauen Teil, der eine relative Ruhe ausstrahlt und trotzdem immer noch die Spuren des Chaos in sich trägt, und einen oberen Teil, bei dem ich im Grunde genommen das Chaos gelassen habe, so wie es ist. Und genau diese Balance zwischen diesen beiden Bereichen macht die Spannung in diesem Bild aus. Bei diesem schrägen Element, was ich jetzt auch in der Detailansicht des getrockneten Bildes wieder habe, kann ich genau sehen, wie sich das im unteren Bereich fortsetzt, und im oberen Bereich ragt es sozusagen aus der Wasserfläche, das ist es nämlich, dieser blaue Bereich, heraus und zeigt an, wie intensiv im Grunde genommen dieses Bild vorher gewesen ist. Und wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich das Bild lieber gehabt hätte, bevor es erstmal chaotischer wurde, oder jetzt in diesem Zustand, wo ich es als fertig betrachte, muss ich euch ehrlich sagen, das Bild, so wie es jetzt ist genau das, was es sein musste. Und manchmal werden Dinge eben schlechter, bevor sie sich dann zum Guten wenden. Natürlich zeige ich euch das Bild jetzt einmal, wie es fertig ist und an der Wand hängt. Ich habe es jetzt so aufgehängt, dass sich meine gedachte Wasserfläche im unteren Bereich befindet und im oberen weiterhin die Elemente toben. Während man unter Wasser ist, nimmt man das, was außen ist, nicht unbedingt wahr. Und wenn man dann wieder den Kopf aus dem Wasser nimmt und sich umsieht, dann kann man wieder feststellen, was auf der Welt so los ist. Und mit diesem Eindruck möchte ich recht herzlich danken, dass ihr das Video geschaut habt, dass ihr meinen philosophischen Ergüssen zugehört habt, und ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich würde mich auch sehr über ein Like oder einen Kommentar zu diesem Video freuen und wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal.